Willkommen bei Unterm Messer, dem monatlichen Plastic Surgery Podcast mit Barbie Breakout und Christian Rössing. Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Unterm Messer, dem wunderschönen neuen Beauty-Podcast mit meiner Wenigkeit Barbie Breakout und dem wunderbaren Christian Rössing. Sag mal Hallo. Hallo? Das macht er sehr schön. Wir sind ein Videopodcast. Falls ihr uns zuhört, ist das wunderschön und ihr sollt das auch bitte tun. Aber wir werden zwischendrin auch über visuelle Geschichten sprechen, über ein Bild oder so. Insofern, ihr könnt uns bei YouTube finden und bei Spotify Video-Podcasts. Und also ja, hört uns gerne zu. Aber wenn ihr die Bilder dazu sehen wollt, die gibt es bei YouTube und bei Spotify. Da heißen wir übrigens auch Unterm Messer. Überraschung. Also ja. Willkommen, mein Schatz. Wie geht's dir? Sehr gut. Und Ja. selbst Auch. heute aufgeglamourt? Yes, I'm a little sparkly. Ich dachte, zur Feier des Tages mache ich mir ein bisschen was, ziehe ich mir ein bisschen was Schöneres an. Gefällt mir. Ja, wir haben heute eine wunderbare Folge vorbereitet, weil es wir haben das in der letzten Folge schon angeteast, um das wichtigste Wort in der plastischen Chirurgie geht, nämlich um das Nein, Yes, genau darum. nein. Ja, das ist das wichtigste Wort, oder? Im Ende ist es wirklich das wichtigste Wort, weil das hatte ich auch schon in der letzten Folge angesprochen. Es schützt den Patienten, die Patientin und es schützt auch mich als Behandler. Und das ist einfach in der Tat so. Und man muss es lernen, auch auszusprechen. Mhm. Denn das ist, glaube ich, nicht so einfach, denn man möchte natürlich auch niemanden wegschicken und auch ich sehe mich auch am Anfang meiner Karriere, als ich mich selbstständig gemacht habe, ja gut, muss man ehrlich sagen, ne, dann bist du froh, wenn da mal ab und zu mal einer reintrudelt, ja. Mhm. Und dann freut man sich und ich hatte schon ein paar Mal davor gesessen, habe gedacht, eigentlich müsstest du es machen, ja, aber also kann ich mir gratulieren, da bin ich echt standhaft geblieben. Mhm. Das habe ich noch nie gemacht. Noch nie gemacht. Okay, Ich habe geil. noch nie jemals, kann ich wirklich sagen, etwas gemacht, wo ich überhaupt, also vollkommen dagegen war und gewusst habe, ich könnte ihnen vielleicht damit schaden. Also das habe ich nicht getan. Mhm. Aber wir hatten auch schon Durststrecken, das ist Mhm. einfach so. Am Anfang ist das einfach nicht einfach. Ich glaube, wahrscheinlich hat sich das verändert, nehme ich jetzt mal an, dass die Gründe, aus denen man Nein sagen muss als plastischer Chirurg, sind wahrscheinlich anders geworden. Oder es ist wahrscheinlich häufiger geworden, dass Leute mit völlig unrealistischen Vorstellungen zu euch kommen, oder? Das ist so. Also das ist häufiger geworden aufgrund auch der Entwicklung von Social Media, von AI, dass einfach das Selbstbild so ein bisschen sich verzerrt. Dadurch, wenn man sich ja selbst ständig auch durch Filter sieht Mhm. selbst und spiegelt. Und das ist schon so, ja. Die Leute kommen mit anderen Erwartungen und ich bin dann oftmals neben meinem Beruf als plastischer Chirurg auch ein bisschen Psychologe oder Psychiater fast schon. Denn es gibt ja auch Krankheiten, die dahinter stecken. Mhm. Es ist nicht immer alles sofort krankhaft, aber ich habe auch schon nicht unwesentlich viele Patientinnen und Patienten gehabt, die doch, glaube ich, eine Krankheit haben, 'ne Mhm. Dysmorphophobie oder Mhm. Ähnliches. Erklär mal kurz, was das ist für die Leute, die das nicht wissen. Dysmorphophobie oder Dysmorphie ist etwas, ein Krankheitsbild im Ende, was definiert wird durch also das Wahrnehmen von sich selbst in einer völlig unrealistischen Form. Also ganz einfach ausgedrückt, eine normal schlanke Person sieht sich eigentlich als zu dick an. Mhm. Es ist 'n Thema Magersucht. Mhm. Ich hatte Patientinnen, die kamen hier, die würde ich am liebsten sofort ins Krankenhaus einweisen für 'ne Infusionsaufpäppeltherapie. Und die wollten von mir in der Tat noch die letzte Zelle Fett abgesaugt haben. Und das ist krankhaft. Mhm. Oder auch wenn jemand, der eigentlich eine völlig normale Nase hat und sich die 7-mal operieren lässt, Mhm. und immer noch glaubt, die ist noch zu groß und die ist Mhm. ja eigentlich schon fast zerstört und ganz klein geschrumpft. Das ist eine Dysmorphophobie. Mhm. Gibt ja auch einige prominente Beispiele davon, wo man das zumindest vermuten muss, ne, dass man die Leute anguckt und sich denkt: „Warum hörst du nicht auf?“ So, warum siehst du dich offensichtlich nicht so, wie Ja. wir dich sehen? Offensichtlich glaubst du Michael Jackson ist so 'n Beispiel. Anscheinend glaubst du immer noch, dass irgendwas mit dir nicht stimmt und da sitzen offensichtlich tiefere psychologische Probleme drunter. Deswegen finde ich's auch fies, da immer so von außen zu verurteilen: „Ach, der hat sich so verunstaltet.“ Offensichtlich war da ja also, der ist ja nicht gesunden Geistes da reingegangen und hat gesagt: „Bitte verbastelt mich total.“
Nein, das ist genau so. Man darf das nicht verurteilen, das ist krankhaft. Er hat wahrscheinlich niemanden in seinem Umfeld gehabt, der Mhm. einfach den Mumm gehabt hat zu sagen: „Stopp." Mhm. Der hat das einfach weitergemacht. Der war ja umgeben, von einer Armee, von Menschen, die ja von ihm abhängig waren, auch Mhm. finanziell und ich glaube, der hat dann einfach es gab niemanden, der da so wirklich da, was gesagt hat. Ich erinnere mich an dieses Interview mit ihm. War das Martin Bashir, der diesen Film mit ihm gemacht hat? Der auch 'ne Weile bei ihm gelebt hat. Irgend so 'n Regisseur hat das ja geschafft, 'ne Weile bei ihm zu wohnen sogar. Ja, ich Und erinnere er hat mich. dann diesen Film mit ihm gemacht und hat ihn auf sein Gesicht angesprochen und gesagt: „Schau mal hier, so und so, so sahst du mal aus.“ Und er so: „I've changed, it's puberty.“ Und du hast ihm auch so angesehen, dass er das wirklich, also, es war ihm gar nicht so richtig möglich, das so zu prozessieren, was der ihm da grade zeigt, dass das irgendwie, ist einfach 'ne Veränderung. Ja, wie gesagt, man will da auch gar nicht urteilen. Ich habe ja selber auch schon, ich rechne mich da immer selber mit rein, weil ich selber ja auch schon, ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, ich zeige euch jetzt mal das Foto. Ich blende es ein für die Leute, die, uns zuschauen. Ähm, Ich habe ja wirklich auch schon wild ausgesehen und man würde das jetzt vielleicht angucken und denkt sich: „Okay, da ist sie schlecht beraten gewesen“ oder so, aber ich wollte künstlich aussehen. Das war damals der Vibe. Es gibt die das Foto, das das war 2000, ich möchte sagen, 15, und Melly und ich hatten uns das geschenkt, dass wir über meinen Geburtstag nach New York fliegen. Da Ich kannten wollte wir uns schon. Ja, 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 ja. Du warst das aber nicht, das war ich selber. Wir wollten zu Hedwig and the Angry Inch, also ich wollte dahin, am Broadway. Da habe ich mir schön selber am Abend vorher noch mal die Lippen aufgeballert und Ist ja Wahnsinn. Ist ja eigentlich unvorstellbar, aber ich erinnere mich an die Zeit und da wart ihr nicht die Einzigen, die ne, wollten das so haben. ja, Und die kamen sogar, als sie schon so aussahen, fragen mich: „Könntest du mir bitte noch mal was, da ja, reinspritzen?" Es gab diese Zeit. Das ist natürlich auch 'ne alles hat so seine Zeit und seine Moden, und eben auch, Schönheitschirurgie oder, solche Beauty-Behandlungen. Es vergeht dann auch wieder und wir werden auch in Zukunft ähnliche, Dinge beobachten. Aber das ja. bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist. Ja, aber das war, also, ich erinnere wohl, also, mir war klar, ich wollte super künstlich aussehen. Ich wollte damals aussehen wie Jeffree Star. Damals war der zumindest, öffentlich noch nicht ganz so problematisch. Man wusste das nicht so richtig. Heute will ich mit dem Schwein nix mehr zu tun haben. Aber damals war das visuell zumindest für mich so 'n Ding, der hatte halt offensichtlich gemachte Lippen. Der hat auch immer drüber gesprochen, dass die gemacht sind. Und ich fand halt grade dieses Artifizielle, diese Alien Beauty fand ich halt total anziehend und wollte auch so aussehen. Und das ist auch so 'n Ding, wir haben da in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, über Erwartungsmanagement und 'n realistisches Feedback, das man den KundInnen geben muss in seinem Job. Ich habe gedacht, ich könnte das halt erreichen mit mehr. Und ich habe überhaupt nicht die physiognomischen Voraussetzungen dafür, ne? Ich habe nicht dieses super sleeke, schlanke, dünne Gesicht gehabt, wo man halt irgendwie mit sehr viel Volumen hier und hier eben das noch so 'n bisschen weiter verzerren kann, sondern es ist 'ne andere Voraussetzung, 'ne Grundvoraussetzung. Das sah dann 'n bisschen skurril aus. Und ich erinnere, dass ich das in New York noch Leuten gesagt habe. Also, wir waren dann in New York und habe ich gesagt: „Übrigens, ich habe mir extra noch die Lippen aufgepumpt für New York.“ Und die gucken mich an und sind so: „Ja, we can see that.“ Und ich dachte so: „Ach so, hm?“ Also, ja, die Verzerrung ist real gewesen. Siehst du das heute als, also, ne, Jeffree Star in dem Fall war ja auch 'ne Art Influencer, 'ne Art Celebrity. Das ist schon auch, das hat 'n Riesenfaktor, ne, dass die Leute einfach versuchen nachzueifern. Ja, es gibt ja so viele Vorlagen viele Prominente, die das ja auch permanent vorleben. Mhm. Die haben ja auch die Realität nicht mehr im Blick. Und das sieht natürlich die ganze Followerschaft auch schon damals, als es noch gar nicht Instagram gab. Es gab, genügend Berichte im Fernsehen. Es war ja nicht so, dass die Leute dann Ja, ja, nichts die ganze gesehen haben. Boulevardpresse, also, Also, oder Boulevardpresse und, damit hatten wir ja immer schon zu tun. mhm. Also, ich kann mich an 'ne Patientin erinnern, die kam hier für 'ne Brustoperation. Die brachte dann aus der, will jetzt den Namen nicht sagen, also, aus den bunten Zeitungen zusammengeschnippelte Fotos, hat sie aufgeklebt auf Papier und hat mir da so 'n ganzen Ordner übergeben am Tag der Operation, um mich noch mal dran zu erinnern, wie sie gerne aussehen will. Und das war völlig gar nicht, machbar, was sie da wollte, ne? Und ich habe dann erst festgestellt, dass ich das nicht erreichen kann mit dieser Mhm. Operation. Es war hart, aber wir mussten die dann noch mal verschieben. Ach so, du hast dann auch Das gesagt, habe dass ich dann auch gemacht. Das wäre ja auch dieses Thema, weil ich sage, wir haben uns über ganz andere Dinge ja, unterhalten, in 2 Gesprächen ja. vorher. Ja, aber sie wollte mir nur noch mal sagen, dass genau das ist eigentlich, was sie will. Und dann wusste ich, wenn ich das jetzt heute mache, das wird in 'ner Katastrophe enden, ja? Ja. Also, die wird
sie wird todunglücklich sein. Und wir konnten dann wir haben ein paar Sachen rausgestrichen. Ich habe eine Sache dann im Ende gemacht, paar Wochen später, die war auch schon grenzwertig, aber vertretbar, weil ich muss auch sagen, ich bin nicht die Geschmackspolizei, sage ich Ja. immer. Ich kann jetzt nicht jemandem meinen Geschmack, aufdrängeln. Ich muss ja mal schauen, ist das denn noch medizinisch alles machbar? Ist das Risiko vielleicht zu hoch, wenn ich da auf die Wünsche des Patienten oder der Patientin eingehe? Aber im Ende ist der Entscheidungsträger ist ja die Patientin. Ja. Und da muss ich mich auch ein bisschen unterordnen. Ich kann die Bremse einlegen. Ich muss auch oft „Nein" sagen, aber im Grunde, muss ich auch sagen, ich bin nicht, derjenige, der den Geschmack, ja, beurteilt von der Person, die sich von mir operieren lässt. Ja, und es sind ja auch nicht alle Menschen psychisch krank, die Nein. extreme plastische Chirurgie und extreme Veränderungen wollen, die extrem aussehen wollen. Das ist ja, ich liebe Leute, die super künstlich aussehen. Ich liebe Amanda Lepore, ich liebe Ivana, ne? Diese Leute, die sich ganz bewusst entschieden haben, ich möchte nicht aussehen wie 'n normal 0815 Bürger oder Bürgerin, sondern ich, ne? Amanda Lepore hat gesagt, sie ist immer beeinflusst gewesen von Pin-Ups, von Zeichnungen, von Cartoon Characters. Ne, und die hat halt diese riesengroßen Lippen und die hat diese Brust und die hat diese Figur, weil sie genauso aussehen will, nicht weil sie 'n irgendwie 'n Dachschaden hat. Und ich finde, den Leuten da zu helfen und denen das zu geben, was man will, ist überhaupt nicht anrüchig. Ich glaube, schwierig ist es, wenn du einfach sehen kannst, dass die sich selber nicht sehen, wie sie aussehen. Das ist der Punkt. Ja. Und ich akzeptiere auch, ich hatte auch über Bekannten jemanden mal kennengelernt, der hatte sehr extreme Vorstellungen bei Unterspritzungen. Im mittleren Alter, Mann. Und der sagte dann irgendwann, ich habe gesagt: Wissen Sie, wir können das nicht tun. Das wird richtig schräg. Also, ich kann den Wunsch so nicht erfüllen. Ich muss wirklich jetzt Stopp sagen." Und dann sagt er mal: „Keine Sorge, rather to look funny than old." I like that actually. Ja, das, ist eigentlich etwas, konnte ich jetzt auch nicht so viel dagegen erwidern, weil ich verstehe das auch. Ja. Ähm, ich für meinen Teil habe dann aber einfach auch mal „Nein" gesagt und, ich habe ihn jetzt mal wieder gesehen. Der hat jemanden gefunden, der das mit ihm geht den Weg. Er ist happy Mhm. und, ich bin auch happy, dass ich's nicht gemacht habe, Weil es zu aber skurril war. weil es einfach zu skurril ist. Aber ich kann ihn im Nachgang auch verstehen und ich verurteile es auch nicht. Also, Ja, so ist es nicht, ja. ja. Ich glaube, es gibt die den Mythos, dass man für extremere Sachen ins Ausland gehen muss. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so, oder? Nein, es gibt überall im In und Ausland, genügend Ärzte, die auch extremere Eingriffe wagen und, vielleicht auch sich da so ein bisschen darauf spezialisiert Mhm. haben. Das möchte ich auch gar nicht so beurteilen. Also, es sind manchmal Dinge dabei, wo ich mich auch wundere, Mhm. dass das einfach so in so einer Praxis dann so durchgeführt wird, aber es passiert. Man muss Mhm. nicht, nach irgendwohin fliegen und das machen lassen in irgendeiner thailändischen Klinik, sondern das kann man auch hier. Right. Es gibt, also, wir haben grade schon gesagt, ne, es gibt diese extremen Lippe oder die extreme Brust oder so. Es gab früher diese Implantate, die man reingemacht hat, die man so nachfüllen konnte. Das ist jetzt illegal mittlerweile, oder? Gibt's die noch? Illegal, ich glaube, es gibt noch eine Zulassung dafür, es wird überhaupt nicht mehr verwendet. Es ist auch einfach, durch. Es gibt ja mittlerweile so gute Silikonimplantate, die auch mittlerweile wirklich sicher sind, andere Oberflächen haben. Und, viele fragen mich: „Ach, das ist doch mit Kochsalzlösung Mhm. gefüllt. Das ist doch viel einfacher. Da habe ich nicht dieses Silikon im Körper." Die Hülle dieses Ballons ist ja auch Silikon Mhm. und die Füllung ist mit Kochsalzlösung und das schlabbert ja dann wie in so einem Wasserbett, ne? Also, Mhm. ich weiß will keiner mehr haben, ne? Also, es sind wenige Nachfragen. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wo ich die jetzt bestellen sollte. Mhm. Aber jetzt ich habe vorgestern, wir haben grade schon über Amanda Lepore gesprochen, eine Transikone und eben, eine der Vorreiterinnen von diesen sehr extremen, Looks, war eine der ersten, die damit auch richtig berühmt geworden ist und Geld gemacht hat und Ikone geworden ist. Die war in ganz vielen Werbekampagnen bei MAC, bei, Montblanc, glaube ich sogar. Ähm She was everywhere. Und es gibt einen Podcast von World of Wonder, James St. James, auch so 'ne New Yorker Nightlife-Legende, interviewt sie da, und da erzählt sie auch so ganz frei über ihre verschiedenen Eingriffe und unter anderem darüber, dass sie sich,
Rippen, also das Gerücht war, dass sie sich Rippen hätte entfernen lassen. Sagt sie: „Nein, nein, ich war in Tijuana und habe, die unteren 2, die haben sie mir gebrochen und dann werden die so von innen unter 'n Brustkorb geschoben.“ Also, die werden gar nicht rausgenommen, wie ich dachte, sondern werden so von innen unter 'n Brustkorb geschoben, dann verwachsen die, das tut wahnsinnig weh, aber dann nach 2, 3 Wochen ist das durch. Ähm, Ich habe das bis dahin für 'n urbanen Mythos gehalten, dass tatsächlich Rippen irgendwie entfernt werden. Also gut, sie werden nicht entfernt, aber, ne, dass der Eingriff stattfindet. Jetzt sehe ich aber auch andere Leute. Es gab auf Instagram gibt's einen Black Alien Project, kann ich dir zeigen, der hat, auch so Amputationen machen lassen. Also, er hat so Finger sich amputieren lassen, ist komplett schwarz tätowiert, die Augen schwarz tätowiert, Zunge gespalten. Das habe ich schon mal gesehen. Sehr extrem. Ich glaube, der bereut grade wieder bei dem der ist 'ne Zeit lang hat er irgendwie aufgehört und gesagt: „Ah, ich will lieber wieder zurück.“ Vielleicht macht er zweite, I don't know. Aber solche super extremen Sachen, also richtig amputieren, Zehen amputieren und so, findet das statt in Deutschland? Das kann ich dir gar nicht so sagen, wo es zu also, was gerade der letzte Fall ist natürlich super extrem. Es muss ja auch immerhin einen Arzt geben, der das macht. Ich glaube, das ist unabhängig, in welchem Land er sich aufhält. Mhm. Ist auf jeden Fall wird es jemanden geben, der solche Eingriffe Aber durchführt. sind das immer Ärzte? Weil ich glaube, manchmal sind das dann auch eher so Body Modification Typen, die Ich dann denke irgendwas auch, das ist sehr, grenzwertig und auch wahrscheinlich so eine am Rande der oder überhaupt schon nicht mehr im legalen Bereich, ja. weil, das geht auch nicht konform mit unserem ärztlichen Ethos. Mhm. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Also, da muss man schon ziemlich eine Grenze überschreiten. Also, ich persönlich kenne niemanden, der das macht. Also, mit diesen Rippen, Mhm. das habe ich schon oft gehört, das gibt es auch. Ich kenne auch Kollegen, die das machen, allerdings, doch am häufigsten im Ausland, aber auch in Deutschland. Mhm. Das sind natürlich extreme Sachen und ich finde, die sind einfach medizinisch bedenklich. Mhm. Ich würde das nicht machen. Mhm. Ich finde es gut, dass du es nicht machst, aber ich finde den Eingriff faszinierend. Es ist faszinierend, ja, Voll. weil es ist ja auch ein Ideal, dem da, entsprochen werden, Ja. will und das ist schon faszinierend, was alles geht, aber ja, bleibt einfach, für mich 'n Rätsel. Ich könnte mich dazu nicht überwinden. Ja. Ja, verstehe ich. Aber ich habe grade gemerkt, als ich gesagt habe, ich finde das so toll, ähm, mein zweiter Gedanke war dann, das ist wieder typisch für mich, dass ich Dinge haben will, die bei mir überhaupt nichts machen würden. Also, ne, ich habe nicht den Körperbau dafür, dass es bei Ach mir Sinn so, machen ja. würde, 2 Rippen zu brechen und die nach oben zu schieben, weil ich bin zu dick, als dass das Sinn machen würde. Und das ist 'n anderes Thema auch, was mir aufgefallen ist. Ähm ich habe jetzt dank Mounjaro, knapp 30 Kilo runter, aber in Zeiten, als ich noch sehr, sehr füllig war und auch 'n sehr rundes Gesicht hatte, habe ich auch immer wieder Ärzte gefunden, die gesagt haben: „Kein Problem, machen wir.“ Ohne zu sagen: „Maus, vielleicht ist dein Gesicht zu rund, für noch mehr Filler.“ So, also, weil in meinem Kopf war, ich muss einfach nur mehr Wange haben, 'n höheren Wangenknochen und 'n bisschen mehr Kinn, dann ist das dann schon, dann sehe ich wieder aus wie Jeffree Star und habe irgendwie Alienface. Und ist natürlich total bescheuert, ne? Weil wenn du Total. in ein sehr rundes, dickes Gesicht einfach super viel Filler raufbaust, das hat nicht den Effekt, den man glaubt, den es hat. Und auch da hat aber niemand gesagt: „Lass es doch mal, mach das mal nicht.“ Ja, natürlich die Leute, die keine Jawline haben und die keine oder die keine Konturen im Gesicht haben, versprechen sich von solchen, Filler-Geschichten 'ne Konturierung, so wie du Ja. das ja dir auch gewünscht hast. Nur so 'n Filler, zumeist ist es ja Hyaluronsäure, der es ist ja 'ne Flüssigkeit oder 'n Gel, sagen wir mal, was, positioniert wird, was aber da auch nicht 100% immer da an der Stelle bleibt wie so 'n harter Knetball oder wie 'n Silikonimplantat, sondern das ist einfach, migriert. Das verteilt sich im Gewebe und das ist ja das Resultat, was wir dann oft sehen, wenn die einfach nur noch rund und dick aussehen, die Mhm. Gesichter. Also, das ist ich meine, du hast wirklich toll abgenommen, und du siehst, wie selbst jetzt auch Konturen wieder zum Vorschein kommen. Und das wäre jetzt zum Beispiel, an irgendeinem Punkt, dann könnte man sagen: „Okay, wir machen das noch ein bisschen sharp.“ Mhm. Wir schauen mal, wenn das Kinn im Profil noch nicht reicht. Das würde dann gar nicht also, es wäre zu diskutieren, sage ich mal, Mhm. ne? Aber vorher hat es dann natürlich keinen Sinn Ja. gemacht. Ja, aber ich sehe das bei vielen InfluencerInnen auch, die einfach eben auch rund sind oder rund waren, die dann da eben einfach noch Zeug draufgepackt haben, weil, ne, das Ziel ist eben, diese Wangenkontur zu haben und dass das dann so abfällt und so. Und dann guckt man sich im Spiegel an und dann macht das Highlight macht dann da wieder Ja, ja. soll und so und die Kontur drunter ist scharf und man denkt irgendwie so: Kanti.“ Ähm, aber es ist halt dann automatisch eben auch ein bisschen Alienface. 'N bisschen Edifice, selbst wenn man es nicht übertreibt mit diesen Unterspritzungen, die ja auch wirklich dramatisch abnehmen, das muss Mhm. man sagen. Also, Mhm. dieses Gefülle von Wangen, von
Kinnregion. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, immer, wenn ich das gemacht habe, ich habe das ja auch gemacht, Mhm. also, Gott sei Dank jetzt nicht so im Übermaße, aber dann war immer der erste Effekt, wenn denn diese kleine dezente Füllung da war oder auch weniger, nicht nur dezent, und dann schaut die Patientin oder der Patient sich im Mhm. Spiegel an und dann sagen die immer: „Wow, weil es macht ja schon was.“ Oder wir Mhm. haben auch Workshops hier, wo Kollegen zugucken, wie wir das machen und die 'n bisschen angelernt werden. Sind immer ganz erstaunt und, manchmal habe ich mir dann auch im Nachgang gedacht: „Ja, müssen wir mal 2 Jahre später gucken, äh, wie das ist.“ Also, man wird dann auch 'n bisschen realistischer und, macht dann gewisse Dinge nicht mehr so oft. Stichwort Realismus finde ich gut, weil, es gibt viele Sachen, die super trendy waren, also gerade jetzt weniger invasive Geschichten, weniger invasive, Beauty-Behandlungen, ähm, die total trendy waren, wo Leute super draufgesprungen sind. Also, du erinnerst dich vielleicht an die Fox Eyes, als das so 'n Riesenthema war, als alle gedacht haben, Bella Hadid hat irgendwie hier mit Fäden, das gekriegt, was wahrscheinlich ein kleiner Lift war. Aber alle wollten ja diese Fox Eyes, dann haben die da mit diesen Fäden sich die Dinger da hochgerupft. Und ich war damals schon skeptisch bei den Fäden und habe dann aber, weil ich natürlich interessiert war, weil ich den Effekt erstmal, ne, wenn du das so siehst, grade wenn du die Pull-Video siehst, wo sie da mit dem Widerhaken quasi unter die Haut gehen und ziehen, das sieht ja dann erstmal doll aus und denkst so: „Wow, der Effekt.“ aber ich habe euch dann immer gefragt und ihr habt alle immer gesagt: „Lass mal, mach mal nicht.“ Und dann habe ich's dann doch mal gemacht und es hat überhaupt nichts Ja. gebracht. Und es ist auch wirklich eklig. Also, ne, wenn du diese Widerhaken unter der Haut hast, dann lösen die sich und dann knackt das so und dann musst du die wieder so reindrücken unter der Haut. Das ist wild. Ähm, gibt's denn also, wie gesagt, es haben damals alle eher abgeraten, mir zumindest abgeraten. Ich glaube, es gibt noch einen Unterschied zwischen weiblichem Gewebe und männlichem Gewebe und Muskulatur und so, Dünn ob und sich's dick. lohnt oder nicht, genau. Aber das ist so 'ne Sache, nimmt man das Geld dann mit, obwohl man schon weiß, eigentlich so richtig viel bringt das nix, aber man kann irgendwie 'n bisschen die Kasse voll machen, wenn sie's will, ist ja gut. Oder ist das dann, berät man die und sagt vorher schon, vielleicht bringt's auch gar nicht so viel? Oder wie handelt man so was? Genau so. Also, man schaut erst mal, viele kommen ja direkt mit der Frage oder mit dem Wunsch: „Ich hätte gern einen Fadenlift.“ Mhm. Und dann fange ich ja schon an, überhaupt zu überlegen: „Passt das denn jetzt für die oder den? Ist es überhaupt möglich? Ist der denn schlank genug? Ist die denn, nicht vielleicht schon zu, fortgeschritten im Alterungsprozess?“ Und all diese, Dinge, die verschmälern natürlich dann, den Teil an Patientinnen, Mhm. die ich überhaupt behandeln kann. Und ich sage auch, das, Bessere wäre natürlich für ihr Problem, äh, vielleicht schon 'ne Operation. Und dann Mhm. gibt es aber doch, und das muss man auch akzeptieren, 'ne ganze Menge an, Patientinnen, die dann sagen: Ich will definitiv keine Operation haben. Mich stört es hier so sehr. Mhm. Ich würde einfach“, okay, und denen mache ich das dann, Mhm. wenn alle Kriterien, passen. Und dann hat man auch, es ist ja nicht so, ich sehe die ja, ich mache es, ich sehe die dann ja auch im Nachgang und ich finde, viele sind auch ganz happy damit. Mhm. Viele fallen auch dann im Nachgang raus und sagen: „Es hat mir gar nichts gebracht.“ Aber ich muss, unterm Strich muss ich dir sagen, es bleibt nicht so viel übrig an echtem guten Mhm. Ergebnis, Klientel, Mhm. weswegen ich da jetzt auch nicht die große Werbetrommel Mhm. Trommelröhre. Wir haben die da, wir benutzen die auch, aber es ist sehr geschrumpft, die Kohorte an Mhm. Patienten, die das bekommen. Gibt's denn, minimalinvasive, die Fäden haben wir jetzt schon besprochen, gibt's andere minimalinvasive, Behandlungen, wo du sagst, die mache ich einfach gar nicht mehr, weil die nix bringen, obwohl die Leute Geld bezahlen würden? Alles, man nennt es ja based oder Energy-Based Devices im Genauen. Das ist beispielsweise, ähm, Radiofrequenzanwendungen durch die Haut mit irgendwelchen heißen Platten oder Ultraschall, der dann irgendwo Fettgewebe schmelzen lassen soll. Okay. Auch Kryotherapie, also Gott sei Dank habe ich das nie mir angeschafft, Ja, ist ist halt, wirklicher kann Quatsch. auch schiefgehen, Es kann sehr letztlich. viel In schiefgehen. Ich den will es auch gar nicht Sachen. völlig ausschließen, aber, ich kann nur sagen, ich kenne Unmengen an Kollegen. Wir haben ja auch 'n Berufsverband in Deutschland und ich weiß, wie viele sich das, angeschafft haben für sehr viel Geld und im Grunde genommen wird's kaum noch angewendet und es waren keine guten Ergebnisse. Nur jetzt zum Verstehen, Sachen wie, wenn wir jetzt sagen Ulthera
Morpheus 8, Secret, also alles, was mit Microneedling und Radiofrequenz zu tun hat, das ist aber fein, oder nicht? Das ist fein, das meinte ich meinte durch, also quasi auf die Haut So ohne aufgelegte, Penetration, ohne Elektroden ohne okay, eine, Penetration der okay, Haut. verstehe. Das bringt wirklich, also meines Erachtens bringt es gar nichts. Ja, Also, wir hatten solche Geräte und dann kamen die Leute 6, 7, manchmal 12 oder 15 Mal und wir haben es ja kontrolliert mit Foto, mit Abmessen. Es war null Change. Und, spätestens dann muss man ja auch, ich meine, die bezahlen 'ne Menge Geld dafür. mhm, Und wenn so gar nichts passiert, ich bin ja derjenige, der es anwendet. Das ist mhm, ja nicht die Firma, die es hergestellt hat, die steht ja dann nicht da und muss erklären: „Ja, tut mir leid." Ähm, und dann haben wir auch aufgehört, solche Sachen zu machen. mhm, Und ich verstehe, wenn das man braucht sehr viel Überredungskunst und man muss auch sehr, intensiv in der Nachbetreuung dann immer wieder erzählen, dass es natürlich toll aussieht, was mhm, ja nicht stimmt. Also, da habe ich keine Lust zu. ja, Anders ist das mit diesen Needling-Geschichten, die es jetzt seit einiger Zeit gibt, diese Radiofrequenz, die dann über kleine Nadeln durch die Haut gebracht werden. Auch da haben wir viel lernen müssen. mhm. Die haben auch viel, schlecht gemacht. Also, Also Morpheus 8 jetzt konkret zum Beispiel, da gibt's ja ich habe Videos geschaut, dass, Leute sagen, es kommt sehr auf die Nadeltiefe an, richtig, weil sobald du zu tief gehst, schmilzt du Fett. richtig. Und dann grade im Gesicht wäre es natürlich 'n Ja, Problem. das ist 'ne heiße Nadel. Im Grunde genommen ist nichts weiter als die Nadel geht da in verschiedene Tiefen rein und wird erhitzt. Und es ist ja klar, wenn 'ne Fettzelle dann, mehrfach erhitzt wird, dann wird die ölig und verflüssigt sich und Mhm. löst sich auf. Und, grade im Gesicht sind wir ja froh, wenn wir da 'n bisschen Unterhautfettgewebe haben. Dieses tiefe Wangenfett, das erreicht man ja sowieso nicht mit diesen Nadeln. Ja, So, und dann hat man dann eigentlich eher was schlechter gemacht als was besser. Was ja, wir jetzt wissen, ist, wir bleiben relativ oberflächlich mit den Nadeln. Wir, schauen genau, wie viel Energie auch wirklich, in die Haut oder unter die Haut dann da eingebracht wird. Und dann hat man auch super Ergebnisse. aber grade was für so was wie 'n Doppelkinn müsste das doch gut sein, Da oder? funktioniert es auch wirklich gut. Ja, Aber das ist mehr meines Erachtens auch fast die einzige Region. ja. Oder man hat irgendwo am Körper mini kleine separate Depots, die man damit behandeln kann. Also hier so, ne? Ist das manchmal so 'n Teil? Da oder auch am Ja, Knie funktioniert es. Also, das ist, da bin ich auch Fan von, bevor man dann wirklich 'ne Operation macht oder 'ne Fettabsaugung, kann man das zumindest anbieten und es bringt auch dann mhm, was. Also, da habe ich selten totale Fails. Aber es gibt auch Leute, die sagen: „Auch das hat mir nicht viel gebracht." ja, Ist aber zumindest 'ne kleinere Gruppe. ja. Stichwort, weil wir grade beim Doppelkinn sind, Stichwort Fettwegspritze. Ich war früher mal 'n großer Fan. Ähm, die hatte dieses Sojaprotein war das, glaube ich, ne, Ja, ja. was für diese massive Schwellung gesorgt hat. Also, ich weiß noch das erste Mal, dass wir das hier gemacht haben, das war frühmorgens aus irgendeinem Grund. Ich habe das morgens Kann mich noch ans Produkt 7 erinnern. oder so war ich hier und dann haben wir das gemacht und ich hatte an dem Tag ich musste arbeiten und, wir sind mit so 'nem Bus durch Berlin gefahren mit dem ganzen Team, also Fotografen und Models und so alle in so 'nem Bus und sind immer von Location zu Location, haben da fotografiert und über 'n Tag schwoll das so an und ich habe das Foto immer noch. In meinen fettesten Zeiten hatte ich nicht so 'n riesen Kinn und damals war ich vergleichsweise schlank. Es war wirklich von hier bis hier, ich sah aus wie so 'ne Kröte, das war Wahnsinn. Ähm, das war 'ne krasse Reaktion, aber da fand ich, die Wirkung, die das hatte, war dann schon da. Also, die war sichtbar. Da ich hatte 'n paar Wochen später dann wirklich das war schlanker, als es vorher war. Und dann haben sie irgendwann diesen Stoff, der diese massive Schwellung erzeugt hat, rausgeformuliert und dann dieses Da Vinci, dieses neue Zeug kam dann ohne diese Schwellung aus. Michelangelo. Michelangelo, Ja, genau. ja, so. Und das war aber dann fand ich die Wirkung nicht mehr. Ist es auch. Also, das, ist ähnlich wie, mit was ich, im Vorhinein erzählt habe. Es gibt auch mit dem neuen, nicht so aggressiv wirkenden, Produkt gibt's Leute, die sind damit ganz zufrieden und manche sehen gar nichts. Und ich benutze es wirklich nur auf Nachfrage. Mhm, Ich bewerbe das überhaupt gar nicht, auch nicht in 'nem Gespräch. Davon mhm, ich zettle das nicht an, sage ich mhm. mal so. Aber es gibt Leute, die auch Erfahrungen schon mitbringen, sagen: „Ich habe mir das schon mal machen lassen, das war für mich super und wenn es passt, auch das haben wir da und wir benutzen das", aber ich würde das proaktiv ehrlich gesagt nicht machen. Das ist also auch so 'n bisschen Humbug. Ja. Jetzt hast du ja viele, Celebrity Clients auch, die zu dir kommen. Ähm, die haben ja noch mal, glaube ich, 'n anderen Blick auf sich, weil die also, ne, wir haben ja alle unsere eigenen Themen, aber ich glaube, wenn du's gewohnt bist, dass dein Körper quasi nicht nur dir gehört, sondern auch der Öffentlichkeit, dass der ständig bewertet wird, dass ständig drüber gesprochen wird und geschrieben wird. Das ist ja sicherlich auch noch mal da ist ja noch 'ne Ebene dazu von vielleicht auch Verzerrung und so. Mhm. Ähm
Spielt das manchmal eine Rolle, dass du dann vielleicht auch manchmal sagst, da tust du dir jetzt keinen Gefallen, wenn wir das machen? Es ist gar kein Unterschied, sage ich mal, zum nicht bekannten Patienten, der nicht in der Öffentlichkeit steht. Ich berate die alle gleich, da Mhm. mache ich überhaupt gar keine Unterschiede. Es gibt wohl den Unterschied, dass natürlich dann noch eine Menge an Leuten um diese Menschen drumherum ist, die sich um deren Aussehen kümmern. Mhm. Zum Beispiel du, ja? Du, denkst dir dann und manche sind vielleicht nicht so diskret und sagen: „Du, könntest da auch mal hier mal irgendwie in die Schlupflider und so.“ Mhm. Ähm, Das ist aber auch normal. Die sind sch 'n bisschen mehr noch vorbereitet, auch durch äußere Einflüsse, als vielleicht nur durch, ja, Social Media oder so etwas. Mhm. Aber es ist in deren Fall auch wichtig zu überlegen, was macht man? Wie weit geht man? Ähm, und ich wundere mich manchmal, wie leichtgläubig selbst Leute im öffentlichen Leben sind, was so eine Operation machen kann und, wann sie auch wieder einsatzfähig sind. Mhm. Also, ich hatte auch schon, da Geschichten, die wollten dann irgendwie eine Woche waren ganz entsetzt, dass sie dann noch nicht da irgendwas drehen konnten, weil es ist doch jetzt nach einer Woche ist das eben noch nicht vorbei. Und leider ist es manchmal nach vielen Wochen noch nicht Ja. vorbei. Das ist nun mal so. Und Und das ein, muss man 2 Tage vorher vor 'ner ja. Liveaufzeichnung 'n CO2-Laser bei jemandem macht und sich dann wundert, dass der nicht kamera-ready ist. Alles schon gehört, ja. Und, wo dann, die Krusten noch mal mit fettem Make-up dann abgedeckt werden mussten. Ja. Also, das sind so Dinge, die muss man natürlich dann gesondert betrachten und, sich immer auch anhören. Nicht nur Es geht nicht nur um Celebrities, es geht auch um Menschen, die, Kundenkontakt haben und die können natürlich nicht mit solchen pellenden Mhm. Krusten und, solchen Schwellungen um die Augen eine Woche später 'n Deal machen. Ne, Ja, das ist das sind ja, schwierig. auch Lachssperma schon. Also, als wir das bei mir gemacht haben, wir haben ja diese Polynukleotide da unters Auge gespritzt und du hattest mich vorgewarnt so, so: „Du, das sieht 'ne Weile Wir haben ja die komisch aus.“ hochkonzentrierte Ja, Form genommen. aber du hast ja schon gesagt, das kann sein, ne, dass du morgen immer noch wild aussiehst und das war dann halt auch so. Aber ich bin dann ja auch schmerzfrei, ich gehe dann so zur Arbeit, I don't care. Aber klar, wenn du vor der Kamera stehst, dann kannst du das sieht ja unangenehm aus. Ja, das muss man eben wissen und sagen und, ich habe aber Gott sei Dank verständnisvolle Klienten, wenn nicht Ja. oder Patientinnen und Patienten, die das einfach auch mit berücksichtigen und dann, Mhm. die wenigsten sind da so, unbelehrbar. Wie ist 'n das eigentlich? Ich meine, nun verbinden die Leute, wenn sie dich sehen in der Öffentlichkeit, die wissen ja nun auch, viele wissen, wer du bist, und was du machst beruflich. Und ist das, wenn dir Prominente in der Öffentlichkeit begegnen, ist das manchmal unangenehm, weil die dann vielleicht gar nicht sich bekennen wollen zu dir? Ja, nicht nur Prominente, also überhaupt jeder, weil ich habe ja 'ne wir haben ja hier eine ganz andere Situation. Ja. Patientin kommt zu mir, lässt sich beraten, wir führen irgendetwas durch. Mehr weiß ich ja meistens gar nicht von Mhm. ihr. Ich frage ja auch nicht ihr Leben vorher ab. Natürlich, manche kennt man, wenn man sieht ja dann auch Leute, die man vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, findet man ja auch dann irgendwie Mhm. interessant. Aber dann, passieren mir zum Beispiel auch Geschichten, wo ich nicht weiß, wie ich mit umgehen soll. Wir haben ja nicht weit von hier entfernt 'n Restaurant, was relativ bekannt ist, und dann geht man dann da rein, da sitzen dann schon immer mal Leute, Das brauche ich jetzt, du kannst es sagen. die mir irgendwie schon begegnet sind und, dann merke ich, wie manchmal auch, der Kopf sich wegdreht und, so und dann denke ich: „Oh, was sage ich jetzt da? Sage ich „Hallo“ oder gucke einfach auch weg“ und so. Das ist damit musste ich ja auch erst mal lernen, ne? Mittlerweile, Bist du das würde kleine Geheimnis? proaktiv niemals jemanden grüßen, weil wer sitzt vielleicht mit am Tisch und fragt: „Woher kennst du den denn?“ Und dann bringt man vielleicht die Person in Verlegenheit und deswegen sage ich dann gar nichts. Bist du das kleine Geheimnis? Ich bin the little secret dann. Liebe ich. Großes Trendthema grade sind ja, Polynukleotide und die Exosome und ich Biostimu Biostimulatoren im Allgemeinen. was ist da? Wie es der Begriff sagt, das sind Dinge, die unsere Haut, unser Gewebe stimulieren sollen, wieder Kollagen und, Elastin zu produzieren. Also, die Fibroblasten, das sind also kleine, ähm, Zellen, die produzieren Kollagen, was die Haut wieder etwas elastischer werden lässt, Mhm. jünger schauen lässt. Und da ist gerade im Moment explosionsartig, also auch viel Forschung in der Industrie. Wir haben auch schon ein paar Produkte, die funktionieren. Mhm.
wie Polymilchsäure, die unter die Haut gespritzt wird, gibt es schon seit Ewigkeiten. Man hat dann aber einfach die Mischungen ein bisschen Ist das anders so was wie gemacht. Radies oder was ist? 'Ne Radies ist eigentlich so 'n, Ne, das ist Filler. Calciumhydroxylapatit, das ist 'n Filler, aber auch 'n Biostimulator, weil man kann den auch hoch auflösen und verdünnen und dann wirkt er im Prinzip auch wie ein, Biostimulanz oder Sculptra, es ist also eins von vielen Produkten, die es gibt mit Polymilchsäure. Das ist Mhm. also diese pulvrig, gelieferte Polymilchsäure, die wird dann aufgelöst in wie so kleine Spikes, die Mhm. werden dann, ganz in der wässrigen Lösung sozusagen unter die Haut verteilt, machen eben aber auch nicht nur Gutes, muss man sagen. Also, die Haut wird schon wieder etwas dicker, praller, ohne das jetzt so hyaluronmäßig aufzupolstern. Aber es gibt auch 'ne Vernarbung zwischen den, Mhm. Schichten, also die Hautschicht und die Faszie der Gesichtsmuskulatur. Das wäre vielleicht ein Thema, wenn wir mal über Facelift eine Auf jeden Folge Fall. machen, weil das macht es wirklich dann schwer, wenn man da, in diese vernarbte, verpappte, Region Ja. rein operiert. Das ist nicht immer hilfreich, aber es funktioniert zumindest für die, die vielleicht gar keine OP wollen. Das ist eigentlich auch ganz gut, auch in jedem Alter anwendbar. Sculptra, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, meine ich noch zu erinnern, auch aus der Post-Aids-Krisenzeit, wo viele Menschen ja durch den Medikamentencocktail damals gab's ja diese Gesichtsfettschmelze, quasi diese Fettumverteilung, wo das aus den Gesichtern so weggebrannt war. Mhm. Die hatten dann dieses sogenannte AIDS-Face, diese ganz ausgezehrten Gesichter und es sammelte sich dann eher hier so im Bauchbereich. Und ich meine, dass damals Sculptra ganz viel zum Einsatz gekommen ist, oder Ja. täusche ich mich? Ja, Sculptra, auch Radies, das sind 2 Produkte, die gibt es schon Jahrzehnte, habe ich das musste ich jetzt nachschauen, aber das haben wir benutzt. Es war auch in den, 2000ern immer noch aus dieser Therapie, die damals, Mhm. für HIV angewendet wurde, gab's halt diese zentrale Fett im Gesicht Mhm. weggeschmolzen. Das sah halt jetzt auch so 'n bisschen sehr krank und Mhm. eingefallen aus und dann haben wir das auch benutzt. Äh Da ist es auch sinnvoll gewesen Mhm. in dieser Konzentration. Das war ja wie Tapetenkleister, was man da Mhm. eingespritzt hat. Es hat aber zumindest 'ne Füllung gemacht, Mhm. die hat auch lang gehalten, hat aber auch viele Knoten gebildet. Dann hatten die dann plötzlich überall so Beulen und Ja, also ja, das, das so wirklich, Gott sei Dank ist das jetzt, glaube ich, mit der neuen Medikamentengeneration, ja. gar nicht mehr tritt das ja gar nicht mehr auf. Also, wir sehen hier eigentlich niemanden mehr. Schau mich an. Also, alles tight. Alles, ja, und ach, insgesamt toi toi toi, dass das so gut läuft. Ja. Ähm, aber, hat funktioniert und man hat eben daraus auch, Erkenntnisse gewonnen und hat dann, diese Stimulanz eher jetzt in den Vordergrund geholt und verdünnt das, ich glaube, fast dreimal so hoch, wie man das Mhm. damals benutzt hat und das hat jetzt einfach eine ganz anderes Ziel, eben Mhm. diese Verjüngung durch diese Kollagenstimulation. Ebenso wie diese Polynukleotide oder Lachssperma, wie man so schön Mhm. sagt, ähm, ist ja auch nichts weiter als 'n Biostimulanz, wobei wir da einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen können, wie sich das auch in Zukunft verhält. Ja, das ist jetzt grade recht neu noch, schon nicht mehr super neu, aber schon noch ziemlich neu. Genauso wie Exosomen, Mhm. ja, diese kleinen Vesikel, die da irgendwelche Informationen in den Zellen, austauschen, auch stimulierend wirken, entzündungshemmend. Und alles das sind so Dinge, da müssen wir schauen, wie das in 2, 3, 4 Jahren ist. Ich wende es an, finde es auch gut, Ja, aber eben auch mit dem Hinterköpfchen, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so gut in ein paar Jahren und es ja, gibt dann wieder irgendeine Studie, die ja, zeigt, eigentlich hat es nichts gebracht. ja. Also, ich lese ja viel auch über die Thematik und, finde immer wieder auch Leute, die, im Internet sagen: „Ja, aber wir haben überhaupt keine Studien, die irgendeine Wirksamkeit belegen“, ne? Also, Ist auch so. wir fischen da quasi selber noch, wir forschen an unseren PatientInnen, das finden wir unmoralisch, bla bla bla. Wo ich dann denke, also, wenn alle eingeweiht sind und das wollen und, ne, also, wenn denen nichts versprochen wird, was man nicht 100% garantieren kann, finde ich's fein. Ich habe sie auch im Gesicht. Bei mir, bilde ich mir zumindest ein, hat sich die Haut ein bisschen verdickt. Das ist ein bisschen fester geworden, was man ja auch braucht, um grade hier diese Tränensackgeschichte, die ich ja immer so ein bisschen habe, nach hinten zu drücken und das, ne, einfach in Form zu halten. Also, ich sehe da schon 'ne Veränderung, aber ich verstehe schon auch, Heilsversprechen finde ich blöd. Das sehe ich aber tatsächlich auch mehr in der Kosmetik. Also, ich sehe super viele PDRN, Polynukleotid-Geschichten jetzt in der Kosmetik und auch mit Exosomen, wo ich denke, ähm
da wird, glaube ich, mit Trendthemen sehr viel Geld gemacht, weil die Genau. Leute sich Sachen auf die Haut schmieren und die Wirkstoffe kommen gar nicht in die Haut, unter die Haut, wo sie hin müssten. Es ist wie mit den Exosomen. Also, ich lasse mich auch, belehren, dass es vielleicht nicht so ist, aber eigentlich müssen die irgendwo da rein, Mhm. wenigstens durch 'n Needling, was die Mhm. Haut verletzt, wo ich die Exosomen da, drauflege. Aber wenn man sie einfach nur so auf 'ne intakte Haut, schmiert, also, die Studie würde ich gern dann mal sehen. Mhm. Und ich sehe das ja auch, dass viele Kosmetikkonzerne jetzt in ihre ganzen Produkte auch NAD mit reinmischen Mhm. und Exosomen. Also, das sind manchmal alles ist dann in einer Mhm. Creme drin. Und dann denke ich auch: „Okay, das sind die Schlagworte, die ziehen halt beim Verkauf.“ Da fehlt's aber wirklich an echten Studien und, ja, wahrscheinlich werden wir dann uns überraschen lassen müssen. Vielleicht funktioniert's ja doch irgendwie. Ich glaube nur nicht. Gutes Schlussworte. Vielleicht klappt's, ich glaube aber nicht. Glaub's nicht, nein. Gut, mein Schatz. Ich Ähm, glaube ans Messer. Ich glaube auch ans Messer. Und, ne, das ist eine gute das ist mir vorhin eingefallen, dass du gesagt hast, manchmal kommen dann Leute und wollen sich beraten lassen und dann sagst du eigentlich, wenn ich sie ehrlich berate, muss ich sagen, das ist eher ein Eingriff als also eher ist es ein Schnitt als eine Injektion. Und, ähm, ich kenne es von der anderen Seite, wenn ich mit Leuten spreche, die ich irgendwo hinschicke, zu Mhm. einem von euch, zu dir oder Kollegen, die dann zurückkommen und sagen: „Ja, die wollte mir gleich eine 'ne OP aufschwatzen und so. Da gehe ich nicht noch mal hin.“ Wo ich dann denke, das ist halt auch die falsche Einstellung. Also, man muss schon auch den Fachmenschen dann auch glauben, wenn sie einem sagen: „Maus“, also sure, manche wollen dir sicherlich was aufschwatzen, aber man muss den Fachmenschen halt auch glauben, wenn sie einem sagen: „Das Ziel können wir so nicht erreichen. Und wenn du möchtest, dass ich dir das injiziere, dann kann ich das machen, aber ich kann dir nicht das Ergebnis versprechen, das du möchtest“, weil das ist dann eher vielleicht 'ne OP. Genauso sage ich das auch. Es bleibt immer dieser kleine Beigeschmack, und vielleicht kommt es auch manchmal so an, wenn ich sage: „Leute, das bringt nichts. Wir müssen es, wenn du das möchtest, dass da 'ne signifikante Verbesserung ist, dann musst du dich eben operieren lassen.“ Und dann vielleicht fasst das hin und wieder jemand so auf, dass ich das dann aufschwatze, um dann irgendwie besonders viel Geld zu generieren. Also, ich kann jetzt nur sagen, dass es nicht so ist. Auch vielleicht kommt es ja manchmal so an und das muss aber dann jeder selbst mit klarkommen. Viel schlimmer finde ich, auch wenn man in der Summe Leute über Jahre mit Behandlungen überhäuft, die nicht viel bringen, eher vielleicht negativ sich am Mhm. Ende auswirken und dafür muss ja auch irgendwie Geld bezahlt werden. Mhm. Das ist dann auch so 'n Argument, wo ich sage, Sie können ja auch mal das sich aufrechnen. Mhm. Natürlich, Sie können nur Dinge machen lassen, die Sie sich auch leisten Mhm. können, ja? Ich kann mir jetzt auch nicht in was weiß ich, in Porsche kaufen. Wenn ich nicht das Geld dafür habe, kaufe ich mir eben 'n VW oder Mhm. irgendetwas. So, und genauso ist das bei uns auch. Das ist Mhm. eine Selbstzahlerleistung, die müssen es einfach bezahlen. Das ist ja 'n Luxus, Mhm. das dürfen wir nicht vergessen und es ist, sage ich auch immer bei jeder Beratung dazu, diesen Luxus brauchen Sie nicht. Wenn Sie das nicht machen, werden Sie auch weiter, leben und glücklich sein hoffentlich, aber Sie können auch darauf verzichten. Ja. Ja, das sind gute Schlussworte. Manchmal braucht man's vielleicht einfach nicht, wenn man sich's nicht leisten kann. Und manchmal braucht man's wirklich nicht und die Welt geht auch weiter. Genau das. Ihr Süßen, das war wieder eine schöne Folge. Ich danke dir für diese vielen guten, interessanten Einblicke. Wenn euch das gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Liken, teilen, kommentieren. Folgt uns auf allen Plattformen, wenn ihr, uns zuschauen wollt. Uns gibt es, wie gesagt, auf YouTube und bei Spotify auch als Videopodcast. In der nächsten Folge sprechen wir über Facelift. Yes! Und ja, das ist ja ist es wirklich 'n wahnsinns breites Thema. Ich hoffe, ich, werde nicht zu genau, aber, Ich bitte darum. du bittest darum und ich finde es spannend, und auch wenn man mal überlegt, wie lange es das eigentlich schon gibt. Es gibt's ja nicht erst seit Und wie man da hingekommen ist. und wie man da Irgend hingekommen 'n Arzt ist. wird sich irgendwann gedacht haben: „Och, Ja, schneide ich jetzt mal.“ es braucht ja immer Pioniere. Es braucht immer 'n Irren, der es als Erstes macht. So, in diesem Sinne, meine Süßen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.